Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und wir sind jetzt bei dem letzten Set der 12 Beers of Christmas, die letzten 3, damit wir die 12 Biere durch haben. Eins davon ist mein eigenes. Das kenne ich natürlich schon, werde ich aber auch nochmal probieren. Und dann können wir eigentlich direkt loslegen. Das erste ist ein Abbey-Weizen und weil der Brauer so nett war und das in 0,5er Flaschen rübergeschickt hat, kann ich ein richtiges Weizenbierglas befüllen. Die Biere habe ich alle in meinem Kühlschrank bei ungefähr 10 Grad gelagert, was bedeutet, dass das jetzt, wenn es perfekt karbonisiert wäre, ein bisschen zu viel Karbonisierung hätte. Hat übrigens auch ultra wenig Kopfraum, wieder wie eins der ersten, die ich probiert habe. Und das ist jetzt aber gar nicht so schlimm von der Karbonisierung, das heißt, ich bin sehr begeistert. Die Wärmetemperatur, die ist schon, ja, beim Weizen macht man es üblicherweise nicht wegen der Karbonisierung, aber es ist bei den meisten Bieren halt sehr hilfreich, weil man dann nicht so viel Aromen unterdrückt. Je wärmer, desto mehr Aromen erreichen die Nase. Das gleiche gilt natürlich auch für Fehlaromen. Also wenn ihr eure Biere bei Kühlschranktemperatur 4 Grad probiert und ich sage, da rieche ich irgendwas, schmeckt irgendwas, was nicht so gut ist, dann liegt das auch daran, dass ich wärmer verkoste. Ich muss sagen, trotz zögerlichem Pft, ne? Also der Karbonisierung ist gar nicht so extrem, aber Schaumstabilität und ja, perfekter Eindruck. Ich würde sagen, das Bier kriegt schon mal optisch die volle Punktzahl. Das ist auch weizentypisch, dass sich der Schaum so ein klein bisschen hebt am Ende, weil einfach noch so viel Kohlensäure drauf ist. Trotzdem ist es nicht hochgekommen. Also ich glaube, das ist wirklich auf den Punkt. Und ich habe schon Glück, dass ich das jetzt bei 10 Grad so gut verkosten kann. Ja, ich rieche schon eine Bananennote. Ich glaube, bei dem sind, doch, da sind auch Gewürze drin. Wacholder, Zitrusschalen, Zitrustinktur. Aha. Ansonsten ein ziemlich normales Weizen, hat einen Aromahopfen drin, den Saphir, den rieche ich jetzt vielleicht minimal raus. Es ist eine gewisse dunkle Note bei, das können Wacholderbeeren sein. Zitrus, muss ich sagen, nehme ich jetzt so nicht wahr. Da muss ich einmal durch den Schaum durch. Oh, der schmeckt schon sehr bananig, das ist also auch wunderbar stiltypisch. Oh ja, da ist definitiv geschmacklich eine Menge mehr drin als in einem typischen Weizen. Also ich nehme auf jeden Fall die Banane wahr, ja, es ist auch was leicht Nelkenartiges drin. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Abtei-Bier-Hefe von Mangrove Jack. Und da ist auf jeden Fall auch was Zitroniges drin, es ist aber sehr dezent. Eine ganz leichte, so, ja, Zitronenschale müsste ich jetzt ablesen. Ich würde sagen, so Richtung Grapefruit, Bitterorange würde ich das vermuten, wenn ich das jetzt nur schmecken würde und nicht den Aufdruck hätte. Wacholderbeeren sind wirklich ganz dezent im Hintergrund. Man merkt, dass da so eine volle, würzige Komponente drin ist. Ja, ich hatte ja auch bei dem anderen Juniper Rye den Eindruck, dass das nicht unglaublich intensiv ist. Passt sehr gut. Bin auch sehr froh, dass ich das jetzt komplett gleich aus dem Weizenglas trinken kann. Das ist wirklich ein ausgezeichnetes Bier. Da freue ich mich schon drauf. Habe die Hefe jetzt nicht mit reingeschüttet, weil ich jetzt nicht sicher bin. In Deutschland weiß man es nicht unbedingt, aber es gibt wirklich nur wenig Hefen, die lecker schmecken. Und die Deutschen natürlich, die mit untergärigen Bieren, die naturtrüb sind und in den Weizen kennt, die sind das. Aber die meisten eben nicht. Wenn die jetzt belgisch ist, bin ich mir halt nicht sicher. Vielleicht probiere ich bei der nächsten das mal mit Bodensatz. Dann sind wir schon beim nächsten Bier. Ah, ich probiere Eis noch einen Schluck Wasser. Mal gucken, wie der schmeckt. Ja, schön neutral. Sehr gut. Okay, so, mein eigenes. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Kohlensäure nicht mit der Zeit zugenommen hat. Das zeigt, dass ich hinreichend sauber gearbeitet habe. Das ist immer mal wieder ein bisschen schwierig. Aber mittlerweile habe ich da, was Sauberkeit angeht, den Dreh raus. Okay, nicht zu viel. Das erste Bier war jetzt relativ mild. Das hatte, ihr werdet es in der Anzeige gesehen haben, 5,5%, typisch Weizen. Hier sind wir jetzt schon bei 8,1% und ich habe ja noch die Variante mit Brettanomyces damals gebraut. Da habe ich jetzt kein Glas mehr von übrig, keine Flasche meine ich, die 8,4 hatte, also ein klein bisschen mehr. Es ist wirklich wenig von dem Brettanomyces verknuspert worden. Okay, schauen wir mal, was wir hier so riechen. Ah ja. Es ist tatsächlich so, wie mir einige schon berichtet haben, nämlich, dass das deutlich weniger fruchtig geworden ist. Es war ja sehr intensiv. Ich habe das ja anfangs, als es gerade relativ frisch aus dem Gärbottichkammer probiert, ist übrigens unglaublich kristallklar, hat so eine sehr rote, einen sehr roten Schimmer bei dem dunkelbraunen. Also es ist eine dunkelbraune Farbe, aber es ist immer wieder rote Reflexe drin durch die Früchte. Und der Schaum ist auch sehr stabil, sehr schön. Nicht so gut wie das Weizen, aber schon nicht schlecht. Also,
Ja, es war mal sehr, sehr intensiv fruchtig, fast fruchtweinartig und auch recht sauer. Die Säure wird wahrscheinlich geblieben sein, der Rest ist etwas zurückgegangen. Und ich rieche jetzt tatsächlich einen deutlichen Einfluss auch vom Malz, was war vorher nicht möglich. Es ist so eine gewisse Lakritznote zusammen mit der Kirsche. Also von dem Fruchtigen nimmt man am ehesten die Kirsche, war jetzt meine Vermutung. Also jetzt zum Beispiel Rosinik oder so kann man da nicht einzeln herausriechen. Das hat allerdings natürlich schon so dieses Gefühl von Trockenfrüchten, einfach weil da so eine Mischung an Aromen rauskommt. Genau wie man es möchte. Es riecht auch ziemlich scharf. Hat dann doch diese fruchtweinartige Schärfe. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Dann probieren wir mal, was wir da schmecken. Ja, immer noch sehr schwer. Ein sehr schweres Bier, muss ich sagen. Kann man nicht so gut wegtrinken. Und ist auch, was die stärkeren Biere angeht, nicht so lecker nebenbei, so flockig trinkbar. Ich fand ja das Coconut Triple so richtig herrlich süffig. Hier bei dem merkt man sofort, man hat was Weiniges, Intensives, Schweres. Es hat auch, ja, so gefühlt irgendwie so eine schwere Süße, so eine leichte Klebrigkeit auf dem Mund, bevor dann die Fruchtsäure das Ganze wieder ein bisschen neutralisiert. Wie kann ich das beschreiben? Ich versuche gerade ein bisschen Gewürze rauszuschmecken, weil mir tatsächlich Leute gesagt haben, ja, sie merken da Gewürze. Wahrscheinlich, wenn man dann jetzt den Vergleich hätte mit und ohne, wäre das schon möglich. Ich hatte da ja Nelken drin und ein bisschen Vanilleextrakt, wobei Vanilleextrakt verdampft auch so schnell, das kann auch völlig rausgeblubbert sein durch die lange Gärung. Ja, könnte schon sein. Also es hat einen leicht gewürzigen Touch, aber wirklich auch nur am Abgang, wenn der Rest weg ist. Ansonsten finde ich das doch jetzt sehr zurückhaltend. Die Gewürze würde ich tatsächlich beim nächsten Mal erhöhen. Ich würde sowieso bei vielen Bieren hier die Gewürze noch ein bisschen höher drehen, auch was Wacholder und so angeht, damit das einfach noch deutlicher ist. Ich finde, da würden viele Biere von gewinnen. Ich finde es aber sehr lecker. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich werde niemals 0,5er Flasche davon am Stück wegtrinken. Ich bin mit so einer kleinen Menge hier, 150 Milliliter, schon sehr zufrieden und mehr muss es auch nicht sein. So, jetzt kommen wir zum absoluten König der ganzen Reihe, denn mit der stärksten Alkoholgehalt von 10,5%. Ich dachte ja, das Caramel Quadruple wäre so ein richtig starkes, aber das war ja doch ein bisschen zurückhaltender. Das hier ist jetzt richtig knackig, das hat auch Honig drin, das hat Gargelzimt, Rosmarin, Lorbeer und Wacholder, sehe ich gerade auf der Beschreibung. Ist am August gebraut worden, also auch ein bisschen länger gelagert. Schön viele Details drauf. Das Christmas Groot ist das. Groot ist ja auch mit Gargel da genau in der richtigen Ecke, sehr schön. Ja, eine weizenhaltige Mischung an Malz, ein bisschen Cascade drin. Ob ich den noch schmecke nach der längeren Zeit. Mal gucken. Hat so eine Pale Ale Färbung. Das ist also jetzt Richtung Barley Wine würde das gehen bei der Stärke und allem. Wird allerdings nicht sehr stilecht sein, dadurch, dass da ja Gewürze drin sind. Sehr klar, wunderschön, tiefgoldene Farbe. Schaum sehr wenig vorhanden. Ich nehme an, die Karbonisierung ist jetzt auch sehr zurückhaltend. Das wäre sehr stilpassend, aber es ist ja, so ein fadenziehender, lang anhängender Schaum, wie das sein soll. Oh wow, Honig. Ohne Ende Honig. Und erst im Nachhinein kommt ein bisschen diese alkoholische Note durch, die ist auch schön scharf. Also da versteckt sich kein Alkohol. Und ich meine, ich rieche auch was Würziges. Relativ deutlich. Also ich würde sagen, das riecht, wenn man lang genug dran schnuppert, würziger als der ganze Rest. Es ist aber schwierig, das zu sagen, weil der Honig so deutlich ist. Also es ist wieder eine sehr schöne, komplexe Note, wo man nicht einfach so sagt, ah ja, ne, Wacholder und der Rest ist normales Bier, fertig. Ja, Gargel soll ja so eine zitronige Schärfe haben. Den habe ich tatsächlich selber einmal verwendet, aber nie rausgeschmeckt. Ja, würde ich kein Gewürz rausschmecken. Es ist ein bisschen zitronig scharf. Das war's. Cascade ist ja auch zitronig, das macht es wahrscheinlich noch schwieriger. Sehr volles Bier. Hat so ein bisschen eine Viskosigkeit auf der Zunge. Weiß jetzt nicht, ob das ein Vorderwürze-Bier ist, aber könnte ich jetzt vermuten. Es wirkt sehr frisch auf der Zunge. Es wirkt wirklich fruchtig, zitronig. Es wirkt auch, was den Körper angeht, sehr zurückhaltend. Vielleicht ist es sehr trocken. Könnte sein mit 22,5 Grad Plato Stammwürze. Es ist also wirklich frisch und einfach zu trinken. Und ich will direkt den nächsten Schluck nehmen. Das ist eine herausragende Leistung. Deutlich leichter als mein eigenes Bier. Obwohl das halt nur 8,1% ist. Ja,
Ist es so trocken? Ich weiß nicht. Es ist schon eine deutliche Restsüße da und es riecht ja auch nach Honig, was den Kopf so ein bisschen davon überzeugt, dass es einen deutlichen Körper hat. Ich kann da wirklich nichts Schlechtes dran finden und wirkt richtig leicht und durch diesen sehr zitronigen Eindruck auch wirklich angenehm. Ich muss, glaube ich, nochmal probieren. Also es ist wirklich selten, dass ich ein starkes Bier wirklich gerne mag. Und das kann sich ändern, wenn ich da jetzt größere Schlücke von nehme oder wenn ich am Ende von der 0,3er Flasche sage, oh, das war jetzt doch ein bisschen heftig. Das hatte ich bei einigen anderen Bieren auch. Ich glaube, das Cranberry Lambic Ale war dann doch, wenn man die 0,3er ausgetrunken hat, ein bisschen sehr sauer auf Dauer. Aber das ist ja auch eine Gewöhnungsfrage. Und in diesem Falle denke ich mir jetzt erstmal nach den 3 Schlücken, wow, ist das lecker. Toll. Also ich finde es deutlich weniger komplex als andere Biere. Es ist wirklich relativ klar und einfach. Kleine Malznote, sehr hell, Zitrus deutlich vorhanden. Wahrscheinlich die Gewürze ganz leicht im Abgang merkbar. Keine deutlich bittere. Und dann ja, sind wir eigentlich bei einem sehr leckeren Bier, was man so wegtrinken kann. Die geringe Kohlensäure hilft auch, weil es einfach nicht so lange im Mund blubbert und so, sondern man sich auf die Geschmäcker sehr schön konzentrieren kann. Das hätte bei meinem noch ein bisschen besser sein können, aber ich bin auch gar nicht so unzufrieden damit, dass es dafür ein bisschen schaumstabiler ist. Ne? Je mehr Kohlensäure, desto mehr Bläschen bilden sich. Okay, dann sind wir soweit und das wäre meine Zusammenfassung der letzten 3 Biere von den 12 Years of Christmas. Ich gönne mir jetzt das Weizen und die anderen beiden werde ich auch noch so ein bisschen wegtrinken und die anderen Flaschen wahrscheinlich dann in den Kühlschrank stellen und entweder später am Abend oder morgen probieren, zu Ende trinken. Okay, also dann beim nächsten Video werden wir wieder was brauen. Ich habe auch eine Reihe Testbiere vorbereitet. Die habe ich ja schon vor Ewigkeiten im Video mal angekündigt, dass da was kommt. Den Fuller's Party Girl habe ich auch immer noch nicht angefangen, aber da schreibe ich gerade die wichtigen Infos zusammen. Dann kommt der wahrscheinlich in einem Monat, in 2 raus ungefähr. Das dauert ja immer, bis die Biere auch fertig sind. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und achso, eine Sache, die ich noch sagen wollen würde. Wenn ihr mir Biere zuschicken wollt, also nicht die Gewürzbiere oder sowas, sondern englische Bierstile, wo ihr der Meinung seid, der Christoph kann die mal vor der Kamera verkosten, sagen, was er davon hält. Ihr habt ja gemerkt, ich bin auch manchmal was streng, wenn ich sage, das riecht irgendwie muffig oder so, auch wenn ich nicht unbedingt so ganz feine Fehlaromen genau eingrenzen kann. Aber wenn ihr möchtet, ne, kontaktiert mich mal, sagt mal, hier, ich habe ein britisches Bier gebraut, guckt doch mal, wie das schmeckt. Mache ich gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.